Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, dieses Mal bin ich auf dem schönsten Wanderweg Deutschlands von 2021 unterwegs, dem Vulkan-Marpfad. Hab auch einiges an Bekleidung mit dabei und ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so ist und wen ich alles dabei habe, ja, dann bleibt dran und dann schauen wir uns das Ganze mal zusammen an. Starten wir gleich mit der Wandercrew für den Vulkan-Marpfad. Vorneweg Papa Günni, gefolgt von meiner Patentante Beate. Anne, meine Unterstützung an der Kamera, folgt dicht auf und den Abschluss bildet Mama Sieglinde. Start des Weges ist am Kurhaus Manderscheid. Nach kurzem Weg im Ort startet der Vulkan-Marpfad gleich stark mit schmalen Pfaden und mehreren Ausblicken auf die Manderscheider Burgen sowie den umgebenden Wald. Im weiteren Verlauf zeichnet sich der Weg vor allem durch einen steten Wechsel zwischen schmalen Pfaden, breiten Wegen und vielen Aussichten sowie Sehenswürdigkeiten aus. Nach dem ersten Highlight mit Blick auf die Manderscheider Burgen erreicht man nach wenigen Kilometern die kleine Küll und kurz darauf die Wolfsschlucht und den Horngraben. Hier konnten wir eindrucksvolle Basalt- und Lavaformationen, ein Überbleibsel eines Ausbruchs des nahen Mosenberg-Vulkans, bestaunen. Aufschluss über die Geologie des Mosenberg-Vulkans erhielten wir ein Stück weiter entlang des Weges am Mosenberg-Vulkan selbst, an dem dort errichteten Vulkanerlebnispark. Besonders interessant ist der vor Ort zu sehende Querschnitt durch den Vulkankegel. Nachdem wir unsere geologische Weiterbildung am Anschauungsobjekt abgeschlossen hatten, ging es direkt weiter zum nächsten Highlight. Über den Gipfel des Mosenberg kamen wir zum Windsborn-Kratersee, einem nördlich der Alpen selten anzutreffenden, echten Kratersee. Im Anschluss ging es Richtung Bettenfeld. Vor dem Ort biegt man zunächst auf einen Feldweg ab und umrundet den Ort ein Stück weiter durch Felder und Wiesen, bevor man ihn schließlich etwa auf Höhe der Ortsmitte durchquert. Hinter Bettenfeld passierten wir eine kleine Streuobstwiese und näherten uns unserem Etappenziel, dem Ort Meerfeld und dem Meerfelder Maar. Der Markessel ist mit 125 Hektar einer der größten in der Eifel. Der dort befindliche See nimmt etwa die Hälfte der Kraterfläche ein. Am zweiten Tag starteten wir wieder am Meerfelder Maar und sogleich ging es auch ein gutes Stück bergan zum Aussichtspunkt Landesblick. Am Aussichtsturm angekommen,
bot sich uns ein sehr schöner Blick über das Meerfelder Maar sowie den tags zuvor erwanderten Mosenberg. Nach dem Landesblick wanderten wir ein Stück über die Höhe, bevor es wieder bergab ins Tal ging. Dort trafen wir auch erneut auf die kleine Küll und wanderten einige Zeit in wechselnder Entfernung parallel zu ihrem Verlauf. Hierbei führte der Weg bergauf und bergab, vor allem durch bewaldetes Gebiet. Bevor die kleine Küll an Manderscheid vorbeifließt, bogen wir aber ab und erklommen nochmals eine Steigung, nach der wir die L46 überquerten und nach kurzem Weg über Felder wieder im Wald bergab gen Manderscheid wanderten. So wie der Weg startete, endete er auch. Kurz vor Manderscheid folgten wir wieder einem schmalen Pfad entlang des bewaldeten Hanges, ähnlich dem zu Beginn unserer Wanderung, und erhielten nochmals einen schönen Blick auf die Oberburg. Der Weg führte uns schlussendlich nach Manderscheid hinein, zu unserem Ziel am Kurpark. Ja, da haben wir es geschafft. Der Vulka-Maar-Pfad ist erwandert. Ja, bin jetzt hier ein bisschen abseits vom Pfad auch. Habe mir jetzt mal die zwei Manderscheider Burgen angeschaut. Die sind aber Teil eines anderen Wanderwegs hier am Ort. Den werde ich mir auf jeden Fall an anderer Stelle auch nochmal anschauen. Heißt, Manderscheid hat mich auch nicht zum letzten Mal hier gesehen. Ja, bevor wir jetzt zu meinem kleinen Fazit kommen, nochmal zwei kurze Sätze zum Thema Material. Zum Weg. Wanderführer als solches habe ich jetzt nicht gefunden. Gibt sehr viel Material im Internet und ihr könnt hier vor Ort in der Touri-Info, die liegt direkt am Start des Weges, auch hier so einen kleinen Flyer erwerben. Ja, im Prinzip so als erster Eindruck vom Weg ist das ganz okay. Ihr habt da mal so ein bisschen die Sehenswürdigkeiten beschrieben, beziehungsweise auch mal hier so eine ganz grobe Übersichtskarte. Kann man sich also durchaus auch mal mitnehmen. Ja, wie war der Weg? Insgesamt richtig guter Weg, hat sehr viel Spaß gemacht zu laufen. Vor allem die erste Etappe würde ich ein bisschen stärker einschätzen als die zweite Etappe. Sehr viel schmale Pfade, die ihr da habt. Ihr müsst dann auch mal ein bisschen über die Steine drüber. Also ein bisschen Trittsicherheit ist an mancher Stelle schon gefragt. Sehenswürdigkeiten, ihr habt das Meerfelder Maar, Kratersee, hier ein bisschen ab vom Weg die Manderscheider Burgen, also gibt es einiges wirklich auch zu sehen. Sollte also auch für jeden was dabei sein. Ja, zweite Etappe hatte zwischendrin so ein bisschen Länge über breite Forstwege. Aber so insgesamt tut es dann dem positiven Eindruck vom Weg auch keinen Abbruch. Ja, die Beschilderung war insgesamt sehr gut, war also vollkommen ausreichend. An ein, zwei Stellen hätten wir es einen Tick üppiger gewünscht. Aber den Weg hat man dann mit der vorhandenen Beschilderung auch problemlos gefunden. Wegführung, wie gesagt, war super, Sehenswürdigkeiten ebenso. Dann würde ich sagen, jammern wir noch ein bisschen auf hohem Niveau. Gibt so zwei kleine Passagen, die man meines Erachtens ein bisschen ändern könnte. Das war einmal bei Bettenfeld, da wird man einmal um den Ort drumherum geführt. Da könnte man auch einfach die kurze Variante einmal quer durchnehmen. Und dann in Meerfeld, da wiederum läuft man durch den Ort. Da wäre aber ein Abstecher rund um das Meerfelder Maar durchaus auch viel schöner gewesen. Heißt mit anderen Worten, bei Bettenfeld ein bisschen Strecke wegnehmen, bei Meerfeld unten dazu wieder
Und ich denke dann, ja, wäre das schon sehr wichtiger gewesen, zumal das Meerfelder Maar, wie ihr ja gesehen habt, auch einiges hermacht. Gut, ansonsten war es das wieder soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und dann würde ich sagen, euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tobi. Hä? Ja, wir lassen so mal so bis wir sehen sind. zwei Frauen aus, die falsch abgebrochen sind vor lauter Schwätzen. Sie haben was gemerkt. Ja, jetzt gucken sie. Aber Sie haben es noch nicht verstanden. Nee. Es wird weitergeredet. Aber wieso kommen die nicht? Ja. Mal gucken, wann sie auf die Idee kommen, zurückzulaufen. Zeichen werden auch nicht wahrgenommen. Nö, Scheint sehr interessant zu sein gerade. ich schwingt noch einmal lieb. Die laufen jetzt weiter, Achtung. Ja, lass sie weiterlaufen, ich gehe hier runter. Ja, lauf doch schon mal, dann stehe ich hier nur noch alleine. Macht mal gucken, was passiert. Geh mal weiter. Lass mal vor. Oh, jetzt ist die Kamera aus. Jetzt muss ich Pi mal Daumen filmen hier. Ja, ihr lauft falsch. Lauf weiter, lauf weiter. Lauf weiter. Nur gleich. Ich hasse es, ich sehe jetzt nichts. Ja, abbiege! Ihr wollt heute woanders hin. Vor lauter Schwätze oder was? Es gibt dann den Mega-Outtake am Schluss, ne? Ja, der wird ziemlich lang. Da musst du einen Zeitraffer draus machen. Ja, mal gucken. 5 Stunden später. Na, wo ist denn der Güni? Ja, der ist schon weg. Wir haben euch jetzt... Ja, Guck mal, hier. Kind, da. Wir haben so gebabbelt. Ach, wir müssen weggesprochen. Tatsächlich müssen wir da runter. Wer fällt man den Scheiß nicht kaputt? Ja, da vorne war es auch schön, gell? Du wolltest nur zeigen, wie es nicht geht.